Also ich stimme dir zu, dass es zu wenig ist an sich, aber Flive ist sowieso ein Spiel anders als andere Spiele. Weil ich glaube, es gibt Spiele, da ist es schon so, dass du einen Dungeon nicht unbedingt 100 Mal machen musst, um das seltenste, beste Item zu droppen, geschweige denn, um überhaupt mal was zu droppen. Ich denke, es gibt schon Spiele, wo das deutlich schneller und einfacher geht. Aber so ein Spiel ist Flive halt nicht und es war es eigentlich noch nie, grundsätzlich. Irgendwann haben sie halt bei Flive PC so viele Drop-Boni und Items und Shit hinzugefügt, dass es dann doch ziemlich einfach war, etwas zu droppen. Naja, aber das ist halt genau das, was sie in Flive Universe eben nicht machen wollen. Aus Gründen. Kann man jetzt gut oder schlecht empfinden. Aber in Flive PC konntest du deine Droprate um mehrere 100% erhöhen. Ergo hast du halt dann halt in jedem Dungeon was gedroppt, logischerweise. Dass das wiederum auch irgendwie nicht so gut ist, ist ja auch klar. Also es muss halt die Balance sein. Ich finde das eine extrem schlimm. Das andere Extrem fand ich jetzt nicht so schlimm, weil actually hat es sau viel Spaß gemacht. Also Flive PC Dungeons haben einfach Spaß gemacht. Muss man einfach sagen. Hat einfach Spaß gemacht. Im Flive Universe, muss ich sagen, ist der Spaßfaktor deutlich geringer. Also ich finde Dungeons sind eher anstrengend, dass sie wirklich Spaß machen. Wenn man halbwegs Brain AFK durch den Dungeon läuft, ein gutes Team hat, man kommt relativ schnell durch, dann ist es okay. Dann gibt es viel schlimmere Sachen, die man machen könnte, die viel weniger Spaß machen, definitiv. Aber für mich war es jetzt, also Flive Universe Dungeons machen mir persönlich nicht so viel Spaß wie Flive PC Dungeons. Und das hat nichts mit Solo versus Gruppe zu tun, sondern der Hauptunterschied ist tatsächlich die Belohnungsfunktion. Belohnungsfunktion in Flive PC. Machst deine Drop-Scroll an, es ist Drop-Event, Drop-Cloak, alles ist an, gehst rein, zack, 3 Waffen. Und im schlimmsten Fall droppst du mal einen Run keine Waffe und dann im nächsten wieder eine. Aber eigentlich fast in jedem Run eine Waffe bei den niedrigeren Dungeons. Und selbst bei den höheren Dungeons alle 10 Runs eine Waffe. Also die Belohnungsfunktion war halt viel besser. Was aber halt auch zeitgleich ein Nachteil natürlich ist, weil du ja damit die Preise extrem dumpst und selbst die seltensten Items in Anführungszeichen nur relativ wenig wert sind. Also die seltensten Waffen im Spiel, aber ich meine, eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm, weil worüber regen sich die Leute in Flive Universe hauptsächlich auf, also vor allem Blades, dass ihre Waffen so teuer sind. Wenn sie öfter droppen würden, wären sie günstiger. Also eigentlich so schlecht war. Ich meine, wie gesagt, Flive PC hat es ein bisschen übertrieben. Irgendwann Drop Cloak, Drop Maske, Drop Scroll, Drop Event etc. etc. Also ich meine, irgendwann haben sie es ein bisschen übertrieben. Da war dann der Punkt, wo du gefühlt 5-fache Droprate haben konntest. Oder ich glaube, man kann sogar mehr als 5-fache Droprate mittlerweile haben. Das ist natürlich ein bisschen zu heftig. Keine Frage. Aber Flive Universe ist halt das andere Extrem. Mein gut, Anko ist jetzt zum Glück ein bisschen anders. Anko droppt jetzt ja auch besser. Aber Flive Universe ist das andere Extrem bisher auf jeden Fall gewesen, dass du halt auch 300 Mal einen Dungeon machen kannst und wenn du Pech hast, droppst du nicht ein einziges Mal eine Waffe. Und das ist halt auch nicht okay. Es ist beides nicht okay. Es müsste eigentlich der Mittelgrund sein dazwischen. Weil wenn ich nichts droppe, macht automatisch der ganze Dungeon Run weniger Spaß. Alle sind frustriert, alle sind angefressen. Man ist neidisch auf andere Leute, die was gedroppt haben, die es einem auch noch unter die Nase reiben. Kennt man ja alles. Und sicherlich IST, das ist dann die Drop-Mechanik. Also es ist nicht der Dungeon per se, der keinen Spaß macht. Aber wenn ich nichts droppe in 100 Runs, dann sage ich ja trotzdem, die gesamte Experience war negativ und hat mir wenig bis keinen Spaß gemacht. Dass es dann eigentlich nur an den Drops gescheitert ist und nicht wirklich an dem Dungeon. Ja, aber das gehört halt zusammen. Ich meine, du machst den Dungeon nur wegen Drops, also gehört das ja zwingend miteinander zusammen betrachtet. Meiner Meinung nach. Also der Drop ist ja die Krönung des Dungeons. Wenn der Drop nicht da ist, macht es automatisch weniger Spaß. Natürlich gibt es auch andere Faktoren, die Spaß beeinflussen im Dungeon. Wie oft man stirbt, wie clean der Run ist und so weiter. Habe ich aber schon gesagt. Und, ja, aber letztendlich will jeder die Drops. Und das ist der einzige Grund, warum du da reingehst. Für die meisten, würde ich behaupten.
Also rein aus Spaß, wenn du nichts droppen könntest, würde ich mal behaupten, würden die meisten Leute auch keine Dungeons machen. Das ist schon der Grund eigentlich. Also, wenn sie es in der Zukunft ein bisschen anpassen, ich meine, Anko, wie gesagt, ist schon besser. Mal gucken, wie es auf dem FEC sein wird. Wie gesagt, ich persönlich würde sagen, die Preise von Endgame-Items müssten viel niedriger sein. Als beim letzten FEC mit Lusakas Crystal. Weil die Droprate ja angeblich verdreifacht wurde. Was allerdings sich auch ein bisschen besser anhört, als es dann doch in der Praxis ist. Aber das heißt ja nicht, dass du kein Pech haben kannst. Und ich weiß nicht, was mein Durchschnitt am Ende war. Oder unserer. Auf dem letzten FEC. Also ich glaube, insgesamt dürften es so knapp 10 Waffen gewesen sein. Ich meine, es waren allein 2 Äxte. Ein Bow, ein Stick. Auf jeden Fall, also es müssten so um die 10 Waffen gewesen sein, denke ich. In wer weiß wie vielen Runs. Paar hundert auf jeden Fall. Ich denke mal, es waren über 300. Vielleicht sogar über 400, ich weiß es echt nicht mehr. Es waren auf jeden Fall sehr viele. Also ich glaube, im Schnitt waren es so knapp 50 Runs pro Waffe. Da hatte ich aber, glaube ich, schon Glück, weil ja doch viele Leute berichtet haben, 100, 200 und ich glaube, einer meinte sogar 300 Runs ohne Waffe. Ich glaube zwar irgendwie bis heute nicht, dass es wirklich 300 Runs waren, weil die Leute übertreiben ja gerne. Vor allem, wenn sie Pech haben, übertreibt man ja gerne. Mache ich auch manchmal. Das, ist auch so eine Mechanik, dass die Leute noch mehr davon beeindruckt sind, wie viel Pech du hast. Aber also 100 Runs ohne Waffe ist definitiv möglich gewesen. Ich denke bis 200 selbst auf dem FEC. Das waren so die Extremfälle, die halt wirklich komplett Pech hatten. Und wenn du das durch 3 teilst, also dreifache Droprate müsste ja theoretisch bedeuten, du brauchst 3-mal weniger Runs. Und du gehst eher von 50 bis 100 im Schnitt aus. Also 50 sind es wohl so im Schnitt mindestens gewesen. Also irgendwas zwischen 50 und 100 war wahrscheinlich der Schnitt, würde ich persönlich jetzt sagen. Für Waffen. Keine Set-Teile, nur Waffen. Wenn man Set-Teile noch dazu rechnet, dann ist ja sowieso viel besser. Aber Set-Teile will ja eigentlich auch keiner haben. Geht ja um die Waffen überwiegend. Also auch wenn die Set-Teile trotzdem teilweise viel wert sind. Und wenn du das durch 3 teilst, dann wärst du bei so 16 bis, sagen wir 16 bis 35, sowas in dem Dreh. Theoretisch. Bei Anku auf dem FEC. Und das ist zwar an sich nicht schlecht, aber wenn man alles in allem mit einberechnet oder einbezieht, auch gar nicht so heftig. Weil wie gesagt, dreifache Droprate und so und der Dungeon an sich soll ja angeblich schon viel besser droppen. Ist immer noch ziemlich schlecht. Also im Vergleich zu Fly PC immer noch ziemlich schlecht tatsächlich. Und keiner garantiert dir, dass es mit knapp 30 Runs klappt. Es können trotzdem 50, es können auch immer noch 100 sein. Weil wenn du die Extremwerte nimmst, 200 Runs durch 3, dann bist du immer noch bei knapp 70. Und falls das wirklich gestimmt hat mit diesen 300 Runs ohne Waffe, das wären auch dann noch 100 Runs. Und mach mal 100 Anko-Runs, da bist du ein paar Wochen beschäftigt für gewöhnlich. Das machst du nicht mal so schnell. Also, kommt drauf an, wie viel man spielt. Aber das machst du aber nicht so einfach mal so schnell aus dem Handgelenk in ein paar Tagen. Da bist du ein paar Wochen beschäftigt. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass die Droprate, also dass das grundsätzlich alles so stimmt, wie sie es sagen. Und dass dadurch die Preise hoffentlich auch viel niedriger sind. Und dann vielleicht auch der Spaßfaktor höher ist.